Okay. So, it says then form is empty, emptiness is form. Emptiness is not other than form. Form is not other than emptiness. In the same way, feelings, perceptions, formations and consciousness are all empty. Dann heißt es hier im Text weiter, Form ist Leerheit, Leerheit ist Form. Leerheit ist nichts anderes als Form, Form ist nichts anderes als Leerheit. In der gleichen Weise muss es hier heißen, nicht Wiese, in der gleichen Weise sind Gefühl, Wahrnehmung, Formierung und Bewusstsein alle leer. Okay, so traditional definition of form is shape and color. So when you look around this room, you see different shapes and different colors. Traditionelle Definition von Form ist Gestalt und Farbe. Und wenn wir uns hier in dem Zimmer umschauen, dann sehen wir Formen und Farben. So in my hand there is a shape that has color. Zum Beispiel in meiner Hand befindet sich eine Form oder eine Gestalt und sie hat eine Farbe. When we look, if we see simply that shape and color, there are many possibilities. Wenn wir schauen und einfach nur Form und Farbe sehen, gibt es viele Möglichkeiten. When we apply the notion of internal definition of a substantial essence, we say James is holding a white cup. Wenn wir aber den Begriff einer interne Definition, sozusagen einer substanziellen Natur anwenden, dann sagen wir, James hält eine weiße Tasse. So, if I'm holding this in front of me, when you look at the cup, you see the color of the cup against the color of my shirt and the wall. Wenn er das so vor sich hält, dann sehen wir die Farbe dieser Tasse im Kontrast zu der Farbe seines Hemdes und der Wand. It is a color among colors. Es ist eine Farbe unter Farben. And my head has a shape, my shoulders have a shape, the cup has a shape. It's a shape among shapes. Mein Kopf hat eine Form und seine Schulter haben eine Form und auch die Tasse hat eine Form. Es ist eine Form unter Formen. If you relax your appropriation a little bit and just open your gaze, what you see is a mass of shapes. Wenn man die Tendenz zu Besitzergreifung ein bisschen entspannt und einfach nur schaut mit einem offenen Blick, dann was man dann sieht, ist einfach eine Menge verschiedene Formen, Gestalten. Shapes onto which we impute an interpretation and a meaning. Gestalten, denen wir eine Interpretation und eine Bedeutung aufprägen. So the red shape is a beam which is holding up the ceiling. Zum Beispiel denken wir diese rote Form, hier ist ein Balken, der die Decke aufrechterhält. Now in the history of art we live at a very interesting time. In unserer Geschichte betrachtet leben wir in einer sehr interessanten Zeit. Because we've seen the movement through the development of the various phases of modern art, which have allowed us to encounter shapes without meaning. Und wir sind sozusagen auch durch die ganze Kunstentwicklung der modernen Kunst hindurchgegangen und haben Kunstformen kennengelernt, die uns gestattet haben, Gestalten zu sehen, die keine Bedeutung tragen. If you think about the classic salon painting, you know, some people near a horse and a house, the painting is there to show these objects as truly existing. It's giving a kind of veridical, a true representation of what was there. Und wenn man jetzt im Gegensatz dazu ein klassisches Salongemälde anschaut, vielleicht sieht man da ein Pferd drauf und ein Haus und noch irgendetwas. Und dieses Gemälde zeigt uns Dinge, um zu zeigen, dass sie wahrhaft Existenz sind. Es gibt sozusagen mehr ein bestätigendes Bild dessen, was da ist. But then with these first changes that were happening in the 1860s, you start to get the Impressionists, the Expressionists, Pointillists and so on. And the Pointillists are very interesting because they're showing
how the Gestalt formation of perception works. Und dann mit den ersten Veränderungen der Kunst in den 1860ern löst sich das ein bisschen auf. Wir kriegen die ganzen Impressionisten, Expressionisten, Pointillisten und insbesondere die Pointillisten sind sehr interessant, denn sie zeigen uns in gewisser Weise, wie die Gestaltformation eigentlich funktioniert. Patternings of dots become people because we get them. Muster von Pünktchen werden zu Leuten, weil wir sie als solche wahrnehmen. Just like the classic Gestalt the image with the two candlesticks and the person's face. Wie diese klassische Gestaltbild mit zwei Kerzen und dem Gesicht einer Person. It is our own mind which is projecting the essence or the substance into the image and then reassures itself of its own competence to see what is actually there. Es ist unser eigener Geist, der in erster Linie dann die Gestalt oder die Form auf das Bild projiziert und dann aber dieses Bild sozusagen projiziert, um sich seine eigene Kompetenz zu vergewissern, dann aber aufnimmt und glaubt, das zu sehen, was da ist. And then with Braque and Picasso, you have the chopping up of aspects of a form, of a person, of a guitar and so on, so that you can see that there are things there, but they're not in the right shape. Und dann mit Braque und Picasso haben wir dann dieses Auseinanderschneiden von Formen, von Leuten, von Gitarren und anderen Gegenständen, sodass man zwar auf dem Bild irgendwie vermuten kann, dass da eine Form da ist, aber natürlich sofort sieht, dass sie sozusagen nicht in der rechten Form oder Ordnung dargestellt ist. So when you look at the Cubist painting, you have a struggle because in a sense your mind wants to rearrange it like a jigsaw puzzle and put things in the proper place. Wenn man ein kubistisches Gemälde dann anschaut, dann hat man wirklich zu kämpfen, denn unser Geist hat die Neigung, die Elemente sozusagen neu anzuordnen. Man hat das Gefühl, eigentlich sind schon die richtigen Elemente da, aber in einem Puzzle falsch angeordnet und wir müssen sie irgendwie richtig ordnen. But if you stick with the image as it is, the disordering of the image creates a disordering in yourself. Aber wenn man bei dem Bild so verweilt, wie es ist, dann ist die Unordnung, das Aus der Ordnung sein des Bildes auch etwas, was uns selbst aus der Ordnung bringt. Allowing it to be as it is without bringing in my commentary means I have to open. Zu gestatten, dass es so ist, wie es ist, ohne dass ich meinen eigenen Kommentar hineintrage, bedeutet, dass ich auch offen sein muss. So it sets up a kind of dialectical tension between my body of knowledge and information that wants to help me inform the painting what it's about. So I'm going to tell the painting it's about this and this because I know all these things. Das errichtet eine gewisse dialektische Spannung zwischen dem Korpus meines eigenen Wissens über die Welt, die mich sozusagen dazu drängt, das Bild mitzuteilen, das Bild damit zu informieren, was da ist, denn ich weiß ja, was das für ein Ding sein muss. And the other polarity of the dialectic is simply to receive it as it is, as something kind of meaningless in my own terms, and yet somehow it must be meaningful because it's in a gallery and it costs the gallery a lot of money to buy it and stick it on the wall. So I'm challenged to drop my conceptual frame and respond directly to what's there. Und der andere Pol dieser Dialektik ist, sich für etwas scheinbar sozusagen auf der Folie des eigenen Wissens beurteilt, Bedeutungsloses gegenüber zu öffnen und anzuerkennen, dass es offensichtlich doch irgendeine Bedeutung haben muss, denn es hat einen Haufen Geld gekostet und hängt jetzt an der Wand einer bedeutenden Galerie, also muss da was dran sein und sich dem sozusagen auszuliefern, was einfach da ist. And then it of course takes us into abstract expressionism, where you're looking at something which is fundamentally resisting ordering. Und dann kommt es zu dem abstrakten Expressionismus, wo wir im Wesentlichen etwas anschauen, was jedem Versuch, es zu ordnen, widersteht. It can be done in a kind of
neat way like Mondrian stuff, or much wilder like Jackson Pollock and so on. Das könnte in einer netten Weise, einer hübschen Weise gemacht werden, wie Mondrians Gemälde, oder aber in einer wilderen Weise, wie Jackson Pollock und ähnliches. And one has to then open more and more to receive it and to allow it to do something to you. Und da muss man sich mehr und mehr öffnen, um überhaupt das empfangen zu können und dem Bild zu gestatten, uns etwas sozusagen, bei uns etwas zu bewirken. It gives you a freedom from knowing. Es gibt uns eine Freiheit vom Wissen. The possibility of an aesthetic completion through not knowing. Und die Möglichkeit einer ästhetischen Vervollständigung durch Nichtwissen. Which is a very interesting experience. I mean, if you compare that with William Blake and the idea of cleansing or clearing the doors of perception. Eine sehr interessante Erfahrung, wenn man sie zum Beispiel der Idee von William Blake stellt, die Tore der Wahrnehmung zu reinigen, zu öffnen. And then you'll see things as they are. Und dann sieht man die Dinge, wie sie sind. Well, what is it that has to be cleared away? Was aber ist es, was bereinigt werden muss? Ordinarily, we would think what I have to clear away is my ignorance. Normalerweise würden wir denken, was ich wegbringen muss, ist meine Ignoranz. Maybe I should go to a course in the university on the appreciation of abstract expressionism. Vielleicht sollte ich einen Universitätskurs besuchen über die richtige Würdigung abstrakten Expressionismus. So that I would arm myself with knowledge and I would go towards the painting, knowing how to have a proper conversation. So dass ich mich mit Wissen bewaffnen kann und dann auf das Bild zumarschieren kann, mit dem Wissen gerüstet, wie ich eine richtige Konversation mit dem Bild haben kann. And of course this is our normal way of proceeding. We tool up, we get more instruments, more methods for making sense of things. Und das ist natürlich unsere normale Verfahrensweise. Wir rüsten unsere Werkstatt auf, wir haben mehr Werkzeuge, mehr Mechanismen, um aus Dingen Sinn zu machen. But actually, maybe cleansing these doors of perception means to know less. Aber vielleicht bedeutet tatsächlich, die Tore der Wahrnehmung zu säubern, eigentlich weniger zu wissen. Maybe there is an intrinsic meaning, an intrinsic value in what is there, which is obscured by our very meaning making. Vielleicht gibt es da eine innewohnende Bedeutung, einen innewohnenden Wert in dem, was da ist, der aber genau durch unser ständiges Bedeutungsschaffen verdunkelt, verdeckt wird. That an interpretation, an interpret, a putting in between is actually a veil to direct immediate experience. Sagen, unsere Interpretation in dem Wortsinn, etwas in die Nähe dazwischen zu packen, ist vielleicht dasjenige, was genau das ist, was eine unmittelbare Erfahrung dessen, was da ist, verhindert. So this is what is being described here. Form is emptiness, emptiness is form. Emptiness is not other than form. Form is not other than emptiness. Means there is an honesty, a straightforwardness, a givenness in the world of the senses, which doesn't require additional interpretation. Genau das ist hier, was der Text behandelt. Form ist Leerheit, Leerheit ist Form, Form ist nichts anderes als Leerheit, Leerheit ist nichts anderes als Form. Das spricht von sozusagen dieser Unmittelbarkeit dessen, was unsere Sinne vermitteln, von der Ehrlichkeit und der Direktheit dessen, was die Sinne vermitteln, das eigentlich gar keine Interpretation erforderlich macht. That is to say, interpretation is an optional extra. Mit anderen Worten, interpretieren ist ein optionales Extra. It is a gesture from me towards the world. Es ist eine Geste von mir zu der Welt. And therefore it belongs in the house of compassion. Und daher gehört es dann in das Haus des Mitgefühls. That is to say, we make interpretations in order to connect with other people. Mit anderen Worten, wir machen Interpretationen, um uns mit anderen Menschen zu verbinden. But from the wisdom side, the truth of the experience is what it is. Aber von der Weisheitsseite betrachtet ist die Wahrheit der Erfahrung das, was ist. And if we are always
commenting, interpreting, linking, building up pictures, the raw, fresh taste of what is there is hidden from us. Wenn wir aber ständig Kommentare abfassen, verknüpfen, assoziieren, verbinden und interpretieren, was da ist, dann ist die rohe, frische Qualität dessen, was da ist, für uns immer verborgen. So it's not that you have to throw knowledge away. Bedeutet natürlich nicht, dass man unser Wissen wegschmeißen muss. But we have to see that knowledge is about compassion. It's not about wisdom. Wir müssen aber wissen, dass Wissen Wissen nicht von Weisheit handelt, sondern von Mitgefühl. On one level, that sounds insane. Und auf einer gewissen Ebene klingt das verrückt. Because when you're at school and you're getting lots and lots of knowledge, it's to help you develop your intelligence so that you know more about the world. Denn wenn wir dort lernen und immer mehr bekommen an Wissen, dann ist dieses Mehrbekommen an Wissen dazu da, unsere Intelligenz weiterzuentwickeln und mehr über die Welt zu wissen. But even on an ordinary level, why are you having to learn this at school? Aber selbst auf einer gewöhnlichen Ebene, warum sollen wir das in der Schule lernen müssen? To get a job. Um einen Job zu kriegen. Why do you want to get a job? Warum brauchen wir einen Job? To get some freedom. Um ein bisschen Freiheit zu bekommen. And make your poor mum happy. Und die arme Mama glücklich zu machen. Compassion. Mitgefühl. What's in it for you? Was ist da drin für uns selbst? A chance to do more. Eine Chance mehr zu machen. A chance to show what you can do. Eine Chance zu zeigen, was wir tun können. When you go to work, you don't sit at your desk and just be yourself. Wenn man in die Arbeit geht, sitzt man ja nicht am Schreibtisch und ist einfach nur man selbst. You're paid to do something for the other. Man wird bezahlt, um etwas für andere zu tun. Whether you work in a bar or in a hospital or a school, you're doing something for the other. Ob wir in einer Bar arbeiten, im Krankenhaus oder in der Schule, wir werden bezahlt dafür, dass wir was für andere tun. So if you see how this fits together, the essence that we impute into the phenomena, like this is a white cup, is knowledge which is useful. If somebody says, can you give me a cup? Then you say, yeah, sure. You get a cup from the shelf and you give it to them. Und so können wir dann sehen, wie das zusammenwirkt. Zum Beispiel das Wissen, dass wir diese Erfahrungen hier aufprägen, um zu sagen, das ist jetzt eine weiße Tasse, ist in einem gewissen Sinne nützlich, denn wenn jemand anderes sagt, kannst du mir eine Tasse geben, dann wissen wir, wo wir hinlangen müssen und können diese Tasse weitergeben. The knowledge that this shape that's in my hand is called a cup in conventional usage is part of our communicative sphere with other people, our being together, our field of compassion. Das Wissen, dass dieses Ding eine Tasse im konventionellen Sinne genannt wird, ist ein Teil unserer kommunikativen Sphäre. Das ist die Sphäre unserer Verbundenheit, unseres Mitgefühls. Our capacity to call it a cup and to know that it is called a cup is the basis for our participation in the world with others. Und sozusagen unser Wissen darüber, dass das eine Tasse genannt wird, ist die Basis dafür, in einer Welt mit anderen teilnehmen zu können. Calling it a cup doesn't establish there being a true cup essence in the cup. Aber es eine Tasse zu nennen, etabliert in keiner Weise irgendwie eine wahre Essenz der Tassenhaftigkeit, die in der Tasse drin ist. So this is like a set of scales resting on a fulcrum point. Das ist wie eine Waage, die auf einem Widerlager ruht. And we have to readjust the weighting in these little pans to get the balance right. Wir müssen die Gewichtchen sozusagen immer neu einstellen in den beiden Schalen, Waagschalen, um das Gleichgewicht richtig zu bekommen. Language is about communication. As Wittgenstein says, it's a language game. It's a way of interacting with other people to create word pictures that you play with. Sprache ist ein Mittel der Kommunikation mit anderen. Das ist, wie Wittgenstein sagte, ein Sprachspiel, das zwischen den Leuten benutzt wird, um Bilder zu erschaffen. It doesn't establish facts as something existing in truth. It establishes facts as a new card in the game of signifiers.
Es etabliert keine Fakten oder Tatsachen im Sinne irgendeiner Wahrheit, sondern es etabliert lediglich Tatsachen im Sinne, wie man eine neue Karte in ein Spiel bringt. Knowledge lets us play. Das Wissen lässt uns miteinander spielen. If you know how to play tennis and somebody says, do you want to play tennis? You enjoy it. If you don't know how to play tennis, you feel stupid because you keep missing the ball. Wenn man weiß, wie man Tennis spielt und jemand schlägt vor, Tennis zu spielen, dann kann man es genießen. Wenn man nicht weiß, wie Tennis gespielt wird und man spielt es, dann fühlt man sich nur dumm, weil man ständig den Ball verfehlt. That is to say, knowledge is liquid, it's fluid, it is connectivity, it's not solidity. This is the false production of ignorance. Mit anderen Worten, Wissen ist eigentlich etwas Fluides, etwas Flüssiges, etwas, was auf die Verbundenheit hinweist und nicht auf Festigkeit. Wissen als Festigkeit ist etwas, was falsche Art erzeugt, nämlich Ignoranz. And it's by looking at the disjunction between the belief that we have that the cup is a cup and the other usages that this shape could be put to, if we were to relax our definition, that allows us to see that the definition is conventional. Und das ist genau der Punkt der Misspassung sozusagen zwischen unserer Vorstellung, dass die Tasse wirklich eine Tasse ist, und dem, was sich aber zeigen würde, wenn wir entspannen würden und uns plötzlich ganz andere Funktions- oder Gebrauchsweisen der Tasse vorstellen könnten, die uns erlaubt zu erkennen, dass der Name Tasse oder die Vorstellung einer Tasse lediglich konventionell ist. And then he goes on through the other of the five skandhas. Dann geht es weiter mit den anderen der 5 Skandhas. So he's saying feelings are empty. So feelings here means your immediate reaction to an event, positive, neutral or negative. Und so sagt er zum Beispiel, Gefühle sind leer, wobei Gefühl hier die unmittelbare Reaktion auf ein Ereignis ist und eine positive, neutrale oder negative Tönung haben kann. This is something very quick in our functioning in the world. Das ist etwas, was sehr schnell in unserer Funktionsweise in der Welt geschieht. You go shopping to buy some shoes or a t-shirt. Wir gehen vielleicht einkaufen, wollen Schuhe oder T-Shirt kaufen. Your eye goes around quickly. You see maybe 50 items. Nothing. Unser Auge scannt sozusagen schnell die Auswahl und sieht 50 verschiedene Variationen vom Gleichen, aber denkt, da ist nichts dabei. Nothing there for me. Nichts für mich. It's immediate. No. Sehr unmittelbar. Nein. Or you might say, yes. Oder ja. You haven't thought about it. There's just, oh, yeah. It takes your fancy. Man hat vielleicht gar nicht darüber nachgedacht, aber es ist sozusagen was Unmittelbares, ein Ja, das ausdrückt, dass es genau unserer Laune entspricht. So it's pretty obvious that this feeling is relational. Es ist also ziemlich offensichtlich, dass dieses Gefühl etwas Bezogenes ist. And again, on a very simple level, the fact that other people buy things that we would not buy means that our definition is not true. Our reaction is not the truth of the object. Und auf einer ganz simplen Ebene betrachtet die Tatsache, dass Leute Sachen kaufen, die wir nicht im Traum kaufen würden, beweist, dass unsere Definition nicht wahr sein kann, dass unsere Definition nicht irgendeine Wahrheit des Objekts selbst widerspiegelt. The positive or negative reading is communicative, it is relational, it's not a truth. Diese positive oder negative Gefühlstönung der Interpretation ist etwas Bezogenes, etwas Beziehungsbedingtes und keine Wahrheit. So with the idea of dependent co-origination, on the basis of this, that arises. Das ist sozusagen konform mit der Idee einer Entstehung in Abhängigkeit, sodass in Abhängigkeit von einem etwas anderes entsteht. So your shopping might be done on the basis of I always buy this kind of a cloth. Sodass unser Einkauf zum Beispiel auf der Grundlage von der Einstellung geschehen kann, ich kaufe immer die Art von Kleidung. Or I'd like to try something new, or I want to be fashionable. Oder vielleicht ich will was anderes ausprobieren, oder ich will modisch sein. The configuration that's arising in you comes into relation with the field of possibilities
and you like or you don't like. Die Konfigurationen, die in uns selbst entstehen, kommen in Beziehung zu dem Feld der Möglichkeiten und dann entsteht sofort diese verknüpfte Empfindung, ich mag etwas oder nicht. And of course, most of the items we encounter in the world don't even register at all. They're just neutral. It's just stuff. Und natürlich, das meiste, was man in der Welt so finden kann, macht nicht mal irgendeine Wirkung auf uns. Es existiert kaum und ist neutral. Es ist einfach Zeug. There is no absolute truth, no substance or value in this feeling tone. It just arises, causes a patterning readjustment or an energetic readjustment. You move towards or away from. That's all. Es gibt sozusagen keine Wahrheit in dem, was da steht, was da erscheint, sondern es verursacht lediglich eine Formierung von einem neuen energetischen Muster und vielleicht eine Hinbewegung oder eine Wegbewegung, und das ist alles, was da ist. So these feelings are part of the gestural economy of being in the world with others. Und diese Gefühle sind sozusagen ein Teil der Ökonomie der Gesten, die man hat, wenn man in der Welt mit anderen ist. And we find ourselves in these situations. Und wir finden uns einfach in solchen Situationen. When we meet together in a place like this, we can have generally a quite friendly feeling towards everyone. Wenn wir an solchen Orten wie hier uns zusammenfinden, dann können wir generell gesprochen eher freundliche Gefühle füreinander haben. But we find ourselves perhaps talking more with some people than with others. Aber vielleicht finden wir, dass wir mit manchen Leuten doch mehr reden als mit anderen. This is the happenstance of our energetic connectivity. Das ist sozusagen der Umstand oder die Art und Weise, wie es geschieht, wie unsere energetische Bezogenheit sich entfaltet. I would suggest it's not based on coming to some kind of conclusion, oh, I don't like this person, I'm not going to speak to them. Und ich würde vermuten, dass es nicht auf irgendeine definitiven Schlussfolgerung beruht, dass man etwa denkt, oh, den mag ich gar nicht, mit dem werde ich nicht reden. But just somehow it's either easy or not easy, or it occurs or it doesn't occur. Aber irgendwie ist es entweder einfach oder nicht einfach, es passiert oder es passiert nicht. And that doesn't establish anything. Und das begründet gar nichts. It's just what happens. Es ist einfach nur das, was geschieht. Then in the same way with this third aspect here, with the perceptions. In der gleichen Weise mit der Wahrnehmung, hier den dritten Aspekt. Perception here means perception of shapes, in the sense of one is bringing into the seeing of the shape and color some interpretive modality. For example, this is a cup, is a perception. In Tibetan it's called du-she. Du means to gather together, and shape out means to know. So it's the knowledge of a shaping as, you could say, as an entity, not necessarily as an entity, but as something knowable. So it's the perception of a cognizable. Und die Wahrnehmung in diesem Sinne hier ist sozusagen das Hervorbringen einer Gestalt, die dem Wissen zugänglich ist. Also zum Beispiel diese Tasse als Tasse zu erkennen und zu wissen, es ist eine Tasse, ist eine Form der Wahrnehmung, wie sie auch im Tibetischen durch das Wort du-she, also Form, Gestalt und dann she, Wissen, was es ist, etwas Erkennbares formen in der Wahrnehmung bedeutet. So out here in the country, I have very primitive perceptions. Hier draußen am Land habe ich sehr primitive Wahrnehmung. I don't know anything really about botany. Ich weiß fast gar nichts über Botanik. The fields are full of green stuff. Für mich sind die Felder einfach voller grünes Zeug. I have the sophisticated vocabulary of saying, that's a tree, this is grass, that's a flower. Die Raffiniertheit meines Vokabulars erschöpft sich damit, dass ich sagen kann, das ist ein Baum, das ist Gras und das ist Blume. I don't go much beyond that. Ich kann also nicht weit darüber hinaus. So in that sense, my du-she is a very primitive way of responding. In diesem Sinne ist mein du-she eine sehr primitive Reaktionsform. But if you knew a lot about trees and plants, you could know what age they are, where they've come from, when they entered into the German
natural economy, and many, many things about them. So you would have an enriched perceptual world. Und wenn man mehr darüber wüsste, wenn man sozusagen Wissen über die Pflanzen hätte, man könnte erkennen, wie alt sie sind, woher sie kommen, man könnte vielleicht wissen, wann sie in die deutsche Ökologie eingetreten sind, seit wann es sich hier gibt und so weiter und so fort. Und man hätte also eine sehr, sehr viel mehr angereichertere Wahrnehmung. Because this cognizability involves the application of information onto the perception without a kind of reflective thought. Denn diese Erkennbarkeit bedeutet, dass man Kognition auf die Wahrnehmung anwendet, ohne dass es dazu irgendwie eines gezielten Denkens bedarf. So again you can see it's dialogic. Und hier kann man wiederum sehen, dass es sich um etwas Dialogisches handelt. The awakening or manifesting potential of the subject, what you know about the world, and the potential of the object field come together in this particular perception. Das Erwachen oder das Aufkommen des Wissens des Subjekts, das, was das Subjekt über die Welt weiß, als Potenzial, muss zusammenkommen mit dem Potenzial des Objektfeldes, mit dem es zusammentrifft, um dieses Erkennen zu ermöglichen. Then with the fourth factor, formations, this refers to our capacity to create composite pictures of what is occurring. Und der vierte Faktor hier, die Formierung, beinhaltet unsere Fähigkeit, komplexere Muster zu bilden, um sich ein Bild davon zu machen, was insgesamt erscheint. So, if we stick with the third one, with the perception, you're outside and you're looking at the tree. Wenn wir mit dem dritten erstmal verbleiben, der Wahrnehmung, da sind wir zum Beispiel draußen und schauen den Baum an. And you think, cherry tree. Und dann denken wir Kirschbaum. Black forest. Im Schwarzwald. Black forest cherry cake. Schwarzwälder Kirschtorte. So in that way you come to a composite formation. Auf diese Weise kommen wir zu einer einer zusammengesetzten Formierung. In Tibetan word for this is do che. Chewa is a verb that means to do or to make. So it's a gathering together to make something. You construct. And that construction is an extrapolation. So as you construct a richer image of what's there, you're decontextualizing it. Und wenn man, im Tibetischen ist das Wort dafür Che, also die Ansammlung, und Te ist Tewa, sowas dann fabrizieren, machen. Und das bedeutet, dass wir sozusagen aus den Faktoren unserer Wahrnehmung etwas zusammensetzen und in dieser Zusammensetzung auch eine gewisse Form der Abstraktion vornehmen und durch die Abstraktion das, was wir da abstrahieren, gewissermaßen auch seinem eigenen Kontext entreißen. If you follow the logic of the example I gave and you suddenly think, oh, before I leave this area I must eat some of that cake. Wenn man also die Logik des Beispiels folgt, dann kann man schlussfolgern, aha, bevor ich jetzt dieses Gebiet hier verlasse, sollte ich doch mal eine Schwarzwälder Kirschtorte essen. The form has implications for behavior. Die Form hat Implikationen fürs Verhalten sozusagen. Again, that's a movement, a co-emergence of you and the environment. Und auch hier handelt es sich um eine Bewegung, um eine Koemergenz oder ein gleichzeitiges Zusammenentspringen von einem selber und der Umgebung. The perception of one kind of pattern leads to a new pattern formation. Die Wahrnehmung einer Art von Muster führt zu einer Formierung anderer Muster. And there is no substance in that. Nothing is established in truth. Darin ist keinerlei Substanz, nichts wird in Wahrheit etabliert. If you buy the cake, wenn man den Kuchen kauft, you are faced with the terrible traditional predicament. Dann ist man sozusagen mit dem furchtbaren Dilemma konfrontiert. You can't have your cake and eat it. Man kann nicht den Kuchen haben und ihn essen. As you eat it,
You dissolve it. Wenn man ihn isst, löst man ihn auf. If you want it, it will gradually rot if you hang on to it. Wenn man ihn haben will und dran hängt, dann wird er allmählich vergammeln. There is no essence to the cake. Der Kuchen hat keine Essenz. It's a momentary experience. Es handelt sich hier um eine momentane Erfahrung. The cake and the coffee, these are sites of participation. Kuchen wie Kaffee sind sozusagen Orte der Teilnahme. If you think from the moment you wake up in the morning, every moment of your life is a gesture out towards something or away from it. You're peeing out of your body, you're drinking into your body. It's the flows of communication. Wenn man darüber nachdenkt, jeder Moment in unserem Leben, vom Moment des Aufwachens an, ist eine Bewegung von oder weg von etwas. Wir pinkeln aus unserem Körper, wir trinken in unserem Körper. Jeder Moment ist, jede Bewegung, jede Geste ist eine Geste der Teilnahme. And every conclusion we come to is situational. Und jede Schlussfolgerung, zu der wir gelangen können, ist immer situationsbedingt. You eat a big lunch, somebody offers you some cake, you say, oh, I couldn't eat another thing. Wir haben vielleicht ein kräftiges Mittagessen gegessen und jemand kommt dann noch mit einem Kuchen an und dann sagen wir, nee, also jetzt schaffe ich wirklich noch nicht ein anderes Ding. This is not true. Das ist nicht wahr. It's only true for the moment. Es ist nur wahr für den Moment. If the question is proposed after an hour, Wenn derselbe Vorschlag nach einer Stunde käme, so what is the truth when you've eaten a meal, I can't eat anything more, is a moment in time and space. was ist also die Wahrheit daran, wenn wir also ein großes Mittagessen eingenommen haben und nicht mehr essen können? Es ist lediglich ein Moment in Raum und Zeit. It feels completely true. I don't want to eat anything more. No. Es fühlt sich vollständig wahr, ich will nichts mehr essen. But this gesture, no, is contextual. On the basis of having eaten a lot, I don't want anything more. Aber diese Geste der Ablehnung ist rein kontextbedingt. Nur auf der Grundlage dessen, dass ich jetzt gerade viel gegessen habe, will ich jetzt nichts mehr. Then, on the basis of my stomach doing its work and these products going on their great journey through the bowel system, I'm now available for cake. Und auf der Grundlage meines Magens, der seine Arbeit leistet, und der Lebensmittel, die durch ihre große Reise durch meinen Gedärm antreten, bin ich jetzt reif für den Kuchen. And it's the same with the fifth aspect, which is consciousness. Das gleiche trifft auch auf den fünften Aspekt zu, das Bewusstsein. Consciousness operating through the five senses and through the sixth sense, which is the mental consciousness, which organizes the material coming from the sense consciousnesses. Das ist das Bewusstsein, das auf der Grundlage der fünf Sinne, der Sinnesorgane und des sechsten Bewusstseins oder des sechsten Sinnes der mentalen Prozesse operiert und der praktisch und die sechste Bewusstseinsform organisiert dann die Prozesse in den den Sinnen zugeordneten Bewusstseinsaspekten. In the Buddhist tradition, consciousness is seen as contingent. Und in der buddhistischen Tradition ist Bewusstsein als etwas Kontingentes, also durch Umstände bedingtes gesehen. That is to say, it arises with an object. Das heißt, es entsteht immer im Zusammenhang mit einem Objekt. So if we're sitting here and we're focused on what we see and hear, Wenn wir also hier sitzen und uns darauf fokussieren, was wir sehen und hören, the sense of smell is usually quite latent. da ist die Empfindung von Geruch im Normalfall eher latent. But maybe if the good cooks are doing their duty, in through the window some little lunch smell is coming. Aber wenn die guten Köche hier ihre Aufgaben erfüllen, dann kommt vielleicht durchs Fenster an irgendeinem Punkt der Geruch eines guten Mittagessens. What's that? Und dann riechen wir dahin und fragen uns, was ist das? So the nose consciousness is sending messages into mental consciousness. What is this? Should I be happy or sad? So sendet also dann das Nasenbewusstsein oder besser gesagt das Riechbewusstsein Signale an das mentale Bewusstsein und das mentale Bewusstsein versucht dann herauszuarbeiten, was ist denn das? Sollte ich mich freuen oder traurig sein?
These consciousnesses are not permanently operating. Diese Bewusstseinsformen sind nicht ständig am Wirken. They arise in response to stimuli. Sie stehen oder sie kommen auf als Antwort auf Stimuli. And this is the same with the mentation consciousness. Das Gleiche trifft auch auf dieses mentale Bewusstsein. And this is very important for meditators. Und für Meditierende ist das sehr wichtig. Because if your mentation, if your mental consciousness, the processing of information was permanent, there could be no liberation. Denn wenn das mentale Bewusstsein, also die Aufrechterhaltung mentaler Prozesse permanent wäre, beständig wäre, wäre keine Rede von Befreiung. You'd be trapped in the factory, permanently making sense of what is going on. Man wäre gefangen in der Fabrik von permanenter Sinnerzeugung für das, was vor sich geht. But if we stop feeding stimuli, if we allow what is occurring just to be neutral, there's nothing for mental consciousness to do. Aber wenn wir aufhören, sozusagen da Stimuli hineinzufüttern, wenn wir erlauben, dass alles, was erscheint, eigentlich neutral ist, verliert das mentale Bewusstsein sein Tätigkeitsfeld. I like books very much, Ich mag zum Beispiel sehr gerne Bücher. and I bought many thousands of books. Und ich habe viele Tausende von Büchern gekauft. And I've seen hundreds of thousands of books in libraries and so on where I work. Und ich habe in Büchereien und wo ich arbeite Hunderttausende von Büchern gesehen. Many books I've read and I can't remember anything about them. The title, the author, nothing, all gone. Ich habe viele Bücher gelesen und ich kann mich an so gut wie nichts über sie erinnern, weder Titel noch Autor noch irgendwas, alles ist weg. But there are some books that I saw in second-hand bookshops and didn't buy that I remember very well. Aber es gibt da so einige Titel, die ich bei Antiquaren gesehen habe und die ich nicht gekauft habe, und daran erinnere ich mich sehr gut. I think, shit, why didn't I buy that? It comes back to me. Das ist ein Mist, warum habe ich das bloß nicht gekauft? Das kommt immer wieder zu mir zurück. So the invested object continues to trigger consciousness. Das mit Bedeutung investierte Objekt setzt fort, das Bewusstsein zu triggern. So when we do simple sitting meditation, the Shine, which we were doing this morning, Wenn wir also eine simple Sitzmeditation machen wie Shine, was wir heute Morgen gemacht haben, something arises, gibt es immer irgendetwas, was aufkommt. a memory, a plan, sensations and so on. Erinnerungen, Pläne, Empfindungen und so weiter. These go free by themselves Die werden frei von sich aus. unless they are caught by consciousness. Es sei denn, sie werden vom Bewusstsein gefangen genommen. Consciousness wants to do something with them. Das Bewusstsein möchte mit ihnen gerne etwas machen. Consciousness, particularly the self-conscious aspect of it, is what we would call our ego. Bewusstsein, insbesondere der selbst oder seine selbstbewusste Aspekt davon, ist das, was wir unser Ego bezeichnen. And when the ego gets anxious, in order to reassure itself, it gives itself something to do. Und wenn das Ego etwas ängstlich wird, muss, um sich selbst seine Existenz zu versichern, etwas zu tun bekommen. It takes an interest in something and doesn't want to let go of it. Es beginnt sich für etwas zu interessieren und will es nicht loslassen. So what is called OCD, Obsessive Compulsive Disorder, is exactly consciousness not being willing to let go of an object because it needs reassurance of its own potency. Und was man als OCD, als die obsessiv-kompulsive Störung bezeichnet, ist genau das, dass das Bewusstsein von seinen Objekten nicht loslassen möchte, weil es etwas braucht, um sich seiner eigenen Potenz zu versichern. And of course it's a double move. It's both I have to, followed by but have I. Und das ist natürlich eine doppelte Bewegung. Einerseits der Impuls, ich muss, und dann muss ich wirklich. I have to check if I close the fridge door. I do that. I go back to sitting. But did I close it? Entschuldigung, ich habe es offensichtlich missverstanden.
Die doppelte Bewegung ist, ich muss etwas tun und dann die Frage, habe ich es wirklich getan? Zum Beispiel muss man, während ich sitze, muss ich nachgucken, ob die Kühlschranktür wirklich zu ist, dann stehe ich auf und gehe dahin, schließe sie. Sobald ich wieder sitze, frage ich mich, habe ich sie wirklich zugeschlossen? This restlessness is both meaningful and meaningless. Und diese Unruhe ist zugleich bedeutsam und bedeutungslos. It feels meaningful. Fühlt sich bedeutungsvoll an. I should check. I have to be sure. Ich muss es untersuchen, ich muss sicher sein. But actually it's meaningless because you have already checked. Und gleichzeitig ist es sinnlos, weil wir ja bereits nachgeschaut haben. And even if you check again, you don't trust the checker. Denn selbst wenn wir jetzt nochmal nachschauen, werden wir sowieso dem Nachschauen nicht trauen. So it's a method for maintaining arousal. Es ist eine Methode, um Aufregung aufrechtzuerhalten. Generally speaking, the use of pornography is very similar. Allgemein gesprochen ist der Gebrauch von Pornografie sehr ähnlich. People can spend 4 or 5 hours a night looking at pornography. Leute können 4-5 Stunden die Nacht verbringen, um Pornos anzuschauen. It's a way of maintaining arousal. Und das ist eine Methode, Erregung aufrechtzuerhalten. It's not about gaining satisfaction, Es handelt überhaupt nicht davon, Befriedigung zu bekommen. but it's privileging disturbance as a signifier of existence. Sondern es privilegiert sozusagen die Störung als ein Bedeutungsträger für Existenz. Because calm would be taken to be non-existence. Denn die Ruhe wäre als das Zeichen der Nicht-Existenz interpretiert. And when our psychosoma system gets disturbed, you get a loss of the middle point, and you have the fluctuation between hyperarousal and excitement and boredom with the fear of annihilation, and people go up and down between these two. Wenn unser psychosomatisches System gestört ist, dann haben wir sozusagen dieses Auf und Ab von Hypererregung und Langeweile, so dass wir zwischen diesen Extremen schwanken. Now, in meditation, this is talked about as the two main tendencies which occur. Und in Meditation spricht man von den zwei Haupttendenzen, die erscheinen können. The first is Qingwa, which is sinking. Die erste ist das Qingwa, das Absinken. It's described to be like a tired swimmer who's gradually going under the water. Beschrieben wird es wie ein müder Schwimmer, der allmählich immer stärker unter die Seelinie abtaucht. We sit to do the practice, Wir sitzen, machen die Praxis, but we get a bit drowsy, we can't focus, we feel dispersed. dann werden wir etwas schläfrig, wir können uns nicht fokussieren, wir werden zerstreut. We had wanted to meditate, but now that we're doing it, we can't find ourselves in it. Wir wollten eigentlich meditieren, aber jetzt, wo wir es tun, können wir uns nicht darin wiederfinden. The second mode is called Gurpa, which means wild. It means when the mind is disturbed and it's a bit manic and lots of stuff is going on. Und der zweite Modus wird als Garab bezeichnet, das ist wild, das ist, wenn der Geist wirklich verstört ist und eine Menge Zeug vor sich geht. You might be having lots of meaningful thoughts and you're solving the problems of your life. Wir könnten scheinbar viele sehr wichtige, bedeutungsvolle Gedanken haben und Probleme unseres Lebens lösen. But you're not doing meditation. Aber meditieren tun wir nicht. So there is an overactivity. Da ist eine Überaktivität. And these two movements are the fruits of consciousness. Und diese beiden Bewegungen oder Stimmungen sind Früchte des Bewusstseins. Where under the ego formation, consciousness declares its independence. Wo sozusagen unter der Ego-Formation das Bewusstsein seine Unabhängigkeitserklärung macht. And claims to be autonomous and self-existing. Und behauptet, autonom und selbstexistent zu sein. And denies dependency. Und die Abhängigkeit verleugnet. That is to say, it's a typical adolescent. Das ist also der typische junge Erwachsene. This is my bedroom, keep out. Das ist mein Schlafzimmer, verschwinde. I'm going to live life on my terms in your house. Ich werde das Leben zu meinen Bedingungen in deinem Haus leben. What is the true house of the ego?
Was ist das wahre Haus des Ego? It is emptiness, or the unborn Dharma Dhatu. Das ist die Leerheit oder der ungeborene Dharma Dhatu. This is what is feeding it all the time, Und das ist das, was es die ganze Zeit ernährt. with the energy of awareness, with Rik Bitsal. Mit der Energie der Bewusstheit, mit Rik Bezal. This is taken for granted. Und das wird für gesichert gehalten. You're my mom, of course you do my washing. Du bist doch meine Mutter, natürlich machst du meine Wäsche. But that doesn't mean you can tell me what to do, Aber das bedeutet nicht, dass du mir sagen kannst, was ich zu tun habe. because I'm me. Denn ich bin ich. And this is what the ego does. Das ist genau das, was das Ego tut. It denies its context Es verleugnet seinen eigenen Kontext and appropriates to itself the power of independent judgment und eignet sich für sich selbst die Macht des unabhängigen Urteils an. and of course makes lots of mistakes. Macht natürlich einen Haufen Fehler. This is because the ego is part of a communicative system. Das liegt daran, dass das Ego ein Teil eines kommunikativen Systems ist. It's not destitute. Es ist nicht verarmt. It has something to give, Es hat was zu geben, but it also has to receive. aber es muss auch empfangen. And if you make a false claim to total independence, you don't want to receive because it's seen as a sign of weakness and vulnerability. Aber wenn man einen falschen Anspruch auf völlige Unabhängigkeit stellt, dann will man nicht empfangen, weil es ein Zeichen für Schwäche und Verletzlichkeit wäre. So, particularly in relation to Dzogchen meditation, which we're moving towards, considering, being able to relax the ego so that it opens to its own ground, its unborn ground, is the heart of the path. Und insbesondere in der Dzogchen-Meditation, und das ist das, worauf wir uns jetzt allmählich zubewegen, ist der Punkt, das eigene Ego zu entspannen, sodass es fähig ist, sich seinem eigenen Grund, seiner eigenen Basis gegenüber zu öffnen, auf der es ja selbst steht, ist der Hauptpunkt des Pfades. So, when we can directly see our consciousness as a series of momentary arisings, Wenn wir dieses eigene Bewusstsein als eine Serie momentaner Ereignisse sehen können, dynamic, changing and communicative, etwas, was dynamisch ist, der Veränderung unterliegt und auch kommunikativ ist, again, it's an energetic formation which is impactful, shaping and shaped, but without essence, without its own internal intrinsic substance. dann ist es, um es wieder zu sagen, einfach eine energetische Formierung, die natürlich wirkungsvoll ist, also Auswirkungen hat, aber und formend ist und auch geformt wird, aber dennoch keine eigene innewohnende Essenz oder eigene Wahrheit besitzt. So, when we consider the emptiness of all phenomena, we're not taking something out of them, Wenn wir also die Leerheit der Phänomene betrachten, ist es nicht so, dass wir aus ihnen etwas wegnehmen, but we're relieving them of the burden of the imputation of a substance which we had put into them. Wir erleichtern sie sozusagen nur von der Last der überstülpten Substanz, die wir ihnen selbst eigentlich zugewiesen haben. Ignoring is effortful. Das Ignorieren ist anstrengend Awakening is relaxed. und das Aufwachen ist entspannt. It's not that you have to go on a spiritual journey to build up all kind of complex qualities. Es ist nicht so, dass man auf eine spirituelle Reise gehen muss, um irgendwelche komplexen Qualitäten aufzubauen. Rather, we have to stop tying ourselves in knots due to the application of excessive energy. Stattdessen sollten wir uns aufhören, selbst in Knoten zu binden, indem wir exzessiv unsere Energie anwenden. When I was a child, I used to like helping my mother in the kitchen, Als ich Kind war, mochte ich gerne meiner Mutter in der Küche zu helfen, mixing things for cooking and so on. indem ich Dinge zusammenmischte, die fürs Kochen gebraucht wurden und so weiter. And it would be nice and we'd be playing around for a while. Und das war nett und wir haben eine Weile miteinander gespielt. And then at a certain point she would always say, okay, why don't you go and play now? Und an einem bestimmten Moment würde sie dann sagen, na, jetzt ist gut, warum gehst du nicht und spielst irgendwas? Because she had to do the real cooking. Denn sie musste jetzt dann das wirkliche Kochen machen. So it's in that way that the ego, like a child, is
messing things up. Das ist genauso mit dem Ego, dass es wie ein Kind wirklich einfach nur Unordnung verursacht. When we sit in meditation, we find our mind goes here and there and everywhere. Wenn wir in Meditation sitzen, finden wir, dass unser Geist dorthin und hierhin und überall hingeht. We're eager but distracted. Wir sind strebsam, aber gleichzeitig abgelenkt. And this generates disturbance. Und das erzeugt Störungen. So, the more we see the emptiness of these phenomena, Je stärker oder je besser wir die Leerheit dieser Phänomene erkennen können, if we allow them to be inoperative, wenn wir ihnen erlauben, in Wirkung zu sein, they relax back into the potential that they have emerged from, Entschuldigung, wenn wir erlauben, wenn wir ihnen gestatten, nicht zu wirken, dann entspannen sie sich selbst in dem Raum ihres eigenen Potenzials and then, when necessary, they re-emerge. und dann werden sie, wenn sie gebraucht werden, auch wiederkommen. It's not like having a hamster for a pet. Das ist nicht wie wenn wir einen Hamster als Haustier haben. If you don't put food and water for the hamster, it's going to die. Wenn wir kein Wasser und keine Nahrung dem Hamster geben, dann wird es sterben. But these 5 aspects of our existence are not living things. They don't have an essence which will die unless they are maintained. Aber diese 5 Aspekte sind nicht lebende Dinge, die eine Essenz haben und die sterben werden, wenn wir sie nicht füttern. Rather, they are potentials which manifest, and that manifestation is directed either by a self-referential turn or an altruistic turn. Und sie sind eher ein Potenzial, das sich manifestieren kann. Und dieses Manifestieren kann entweder ausgerichtet werden durch unsere eigene Selbstbezüglichkeit oder aber stattdessen durch eine altruistische Hinwendung. So, the more we relax and open and merge our awareness as inseparable from emptiness, Je mehr wir uns entspannen und öffnen und unsere Bewusstheit mit der Offenheit als untrennbar verschmelzen, the wider the range of our potential that we are able to allow to manifest as required. desto umfassender wird der Bereich unseres Potenzials, dem wir gestatten können, sich dann zu manifestieren, wenn er gebraucht wird. So, emptiness frees us from the headache of unnecessary responsibility. Und so befreit uns Leerheit von diesen Kopfschmerzen einer unnötig aufgenommenen Verantwortung. Because it allows us to see directly that many of the things that we put our life into are only contextually important. Denn sie erlaubt uns zu erkennen, dass viele der Dinge, denen wir in unserem Leben Bedeutung zuweisen, lediglich in ihrem Kontext von Bedeutung sind. One of the things I think we are often aware of, that when we look into our past and we think, why did I do that? Is because we feel it seemed a good idea at the time. Eine der Erfahrungen, die wir haben können, ist, wenn wir unsere Vergangenheit betrachten und Dinge, die wir getan haben, in der Vergangenheit anschauen und auf die Frage kommt, warum habe ich das eigentlich getan? Und die Antwort, die wir uns geben können, ist oft, weil es zu dieser Zeit als das Richtige erschien. And this is particularly the case if we fall asleep in our life. Das ist sicherlich ganz besonders dann der Fall, wenn wir in unserem eigenen Leben einschlafen. Where we're just going all about our daily business, doing it because this is who we are. Wenn wir einfach immer weiter so in dem Tagesgeschäft weiter trotten und die Dinge so machen, weil wir uns selber sagen, das ist einfach wer ich bin. It's true we were choosing to do it, Das war, wir haben es gewählt zu tun, but inside the blinkers, aber innerhalb von solchen Scheuklappen. we stopped looking at the big menu. Wir haben aufgehört, auf die große Speisekarte zu schauen. We do more of the same because it's reassuring. Wir machen mehr vom Gleichen, weil es uns Sicherheit vermittelt. We're competent to do these things. Denn für diese Dinge haben wir Kompetenz erworben.
one of the things about learning something new is immediately you feel incompetent. Eine der Dinge, die uns passiert, wenn wir etwas Neues versuchen zu lernen, ist, dass wir uns sofort irgendwie ziemlich inkompetent fühlen. And this is a big danger as we get older, Die große Gefahr ist, wenn wir älter werden, because we don't want to feel incompetent. wer möchte schon gerne inkompetent sein? We think, shit, I've been around a long time. I should have some dignity. Wir denken dann, scheiße, ich bin schon lange auf dem Planeten, ich muss doch irgendwie ein bisschen Würde haben. And if you try to learn a new language, you're stumbling over the verbs. You think, God, I'm back being 12 years of age. Wenn wir besonders zum Beispiel eine neue Sprache lernen, dann stolpern wir da über diese Verben und denken, ich fühle mich wie ein Zwölfjähriger. So, we will die. Wir werden sterben. When we die, all our projects are gone. Wenn wir sterben, sind alle unsere Projekte weg. They seemed a good idea at the time. Sie schienen zu ihrer Zeit eine gute Idee zu sein. Are they really what we want to use our life for? Aber sind sie wirklich das, wofür wir unser Leben gebrauchen möchten? Nowadays, I think for most people, life maintenance takes an ever greater proportion of our time. Heutzutage nimmt das Aufrechterhalten des Lebens einen immer größeren Anteil an unserer Zeit. There are many invitations to be busy in the world, Es gibt viele Einladungen dazu, in der Welt geschäftig zu sein and not many to do meditation. und nicht sehr viele, um Meditation zu machen. But meditation is profoundly freeing, whereas the activity of the world is a kind of freedom, but also a kind of prison. Aber Meditation ist wirklich auf eine tiefgründige Weise befreiend, während Aktivitäten in der Welt durchaus vielleicht auch einen Freiheitsaspekte haben, aber gleichzeitig auch ein Gefängnis darstellen. This is something we can really reflect on. And in particular, now you have some time this afternoon because we meet together at 3 o'clock. There's time to reflect on how am I constructing my life? Und das ist etwas, worüber wir ein bisschen nachdenken können, insbesondere heute, danach können wir darüber nachdenken. Wir treffen uns erst um 3 wieder. If what the text is saying is true, there is no intrinsic essence in any of our activities. Und dann können wir darüber nachdenken, wie wir unser Leben konstruieren. Und wenn das, was der Text sagt, wahr ist, dann muss uns klar sein, dass es keine innewohnende Bedeutung oder Wichtigkeit in unseren Aktivitäten gibt. The meaning they have is largely our own investment in them. Die Bedeutung, die sie haben, ist im Großteil einfach unsere eigene Investition in sie. So, what am I up to when I make this structure for my existence? Das heißt, wonach trachte ich denn eigentlich, wenn ich diese Strukturen für meine Existenz errichte? Anyway, it will all fall into dust. Es wird so oder so in Staub zerfallen. Seeing its dust-like nature today might be helpful. Und seine staubartige Natur heute schon zu erkennen, ist vielleicht hilfreich. Because if you live in a prison made of dust, that's very sad. Denn wenn wir in einem Gefängnis leben, das eigentlich aus Staub besteht, dann ist es ein trauriger Sache. Then you need to pray to a special guru, Dann müssen wir an einen besonderen Guru beten, the wolf that lives in the forest. vielleicht an den Wolf, der im Wald lebt. Because he says, I'll huff and I'll puff and I'll blow your house down. Denn er sagt, ich werde, unübersetzbar, ich werde alles möglich machen, dann will ich dein Haus wegpusten. Das ist, glaube ich, bezieht sich auf die Geschichte mit den 3 Schweinchen. Ja. Unbedingt, ja. Yeah, the 3 little pigs. Yeah, exactly. Ja. Because that's all it's made of, just dust. Denn das ist alles, woraus es besteht. Nur Gathered together, compounded together. It's contingent. Staub, der angesammelt und zusammengebracht worden ist und kontingent ist, sich also gegenseitig bedingt. And recognizing this is the beginning of freedom, which is why emptiness is such an important concept in Buddhism. It's the ground of our liberation. Das zu erkennen, ist der Beginn der Freiheit. Das ist der Grund, warum Leerheit ein so wichtiger Begriff im Buddhismus ist. Es ist die Basis für unsere Befreiung. Okay. Now we have lunch.